Das Geheimnis der Doppelhelix. Wie die DNA uns für immer verändert hat. Noch vor kurzem hatte die Menschheit kaum eine Vorstellung davon, was sich auf molekularer Ebene hinter dem Schleier des Lebens verbirgt. Doch alles änderte sich im Jahr 1953, als zwei Wissenschaftler, James Watson und Francis Crick, der Welt ihr Modell der DNA-Struktur präsentierten. Die Entdeckung der Doppelhelix war ein echter Durchbruch und ebnete den Weg zum Verständnis, wie Informationen in lebenden Organismen übertragen und gespeichert werden. Dieser Fund widerlegte frühere Vermutungen und legte den Grundstein für eine neue Ära in Biologie und Medizin. Die DNA, das geheimnisvolle Molekül, das alle Lebensprozesse steuert, erwies sich als eine Art Bibliothek, die Anweisungen für den Aufbau und das Funktionieren jedes Lebewesens auf der Erde enthält. Das Verständnis ihrer Struktur ermöglichte es Wissenschaftlern erstmals, in diese Bibliothek hineinzuschauen und die in Form eines genetischen Codes geschriebenen Bücher zu lesen. Seitdem haben DNA-basierte Technologien die Welt erobert, von Vaterschaftstests bis hin zur Behandlung genetischer Erkrankungen. Das Erkennen und Korrigieren genetischer Mutationen ist zu einem neuen Instrument im Kampf gegen Krankheiten geworden, für die es zuvor keine Heilung gab. Doch die Entdeckung der DNA führte nicht nur zu einer medizinischen Revolution, sondern veränderte auch unser Verständnis der Evolution, indem sie die Existenz präziser Mechanismen zur Weitergabe genetischer Informationen von einer Generation zur nächsten bestätigte. Die Erforschung von Vererbung und Mutationen wurde zur Grundlage für das Studium der Entstehung der Arten, einschließlich unserer eigenen Geschichte. Dieser Durchbruch warf viele ethische Fragen auf, doch noch wichtiger, er öffnete die Tür zu einer Zukunft, in der Genetik der Schlüssel zur personalisierten Medizin und vielleicht sogar zur Lebensverlängerung werden könnte. Tauchen wir nun ein in die faszinierende Welt der Atome und entdecken wir eine weitere Revolution, die unser Verständnis des materiellen Universums verändern wird. Das Rätsel der atomaren Welt. Die Quantenrevolution. Indem wir uns allmählich von den DNA-Molekülen zu noch fundamentaleren Bausteinen unserer Welt bewegen, tauchen wir in das geheimnisvolle Reich der Atome ein. Die Quantenmechanik, die auf den Entdeckungen des frühen 20. Jahrhunderts basiert, offenbarte erstaunliche und unvorhersehbare Eigenschaften subatomarer Teilchen. Das Jahr 1915. Albert Einstein stellte der Welt seine Relativitätstheorie vor, doch gleichzeitig gab es einen weiteren Durchbruch, das Aufkommen der Quantentheorie, die unser Verständnis der physikalischen Realität wahrhaft revolutionierte. Führende Wissenschaftler wie Niels Bohr und Werner Heisenberg stellten fest, dass Teilchen sich gleichzeitig in mehreren Zuständen befinden können und ihr Verhalten nicht exakt vorhergesagt werden kann. Diese seltsame Natur rief sowohl Bewunderung als auch Kontroversen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft hervor, da die Notwendigkeit einer Überarbeitung der klassischen Physik offensichtlich wurde. Unschärferelation, Quantenverschränkung, diese Konzepte wurden zu Schlüsselfaktoren in der Forschung, die der Welt neue Technologien wie Transistoren und Laser bescherten. Die Quantenrevolution legte auch den Grundstein für die Entwicklung der Informatik und Computertechnik, indem sie die Herstellung mikroskopisch kleiner Geräte ermöglichte, die die Basis moderner Computer und Smartphones bilden. Wir wurden Zeugen eines technologischen Durchbruchs, der das tägliche Leben veränderte, von der Medizin bis hin zur Kommunikation und Datenverarbeitung. Doch trotz aller Erfolge bleibt die Quantentheorie ein Rätsel voller Geheimnisse und Paradoxien, die Wissenschaftler auf der ganzen Welt weiterhin beschäftigen. Während sich einige mit der Lösung dieser Rätsel befassen, erforschen andere noch umfassendere Phänomene und versuchen, die Geheimnisse des Universums selbst zu entschlüsseln. Die Evolutionstheorie. Die darwinistische Wende in der Geschichte. Wenn wir vom Subatomaren zum Biologischen übergehen, tauchen wir in eine Epoche ein, in der die Natur des Lebens und seine Entwicklung viel komplexer und faszinierender zu sein schienen. Im Jahr 1859 veröffentlichte Charles Darwin sein Werk über die Entstehung der Arten, in dem er eine radikale Evolutionstheorie vorschlug. Diese Theorie löste einen Sturm aus, da sie die Vielfalt der Arten durch natürliche Selektion erklärte, anstatt zu behaupten, dass alle Lebewesen ein für alle Mal erschaffen wurden. Darwin, gestützt auf eine umfangreiche Sammlung von Daten zur Artenvielfalt, betonte, dass Veränderungen in der Umwelt die Arten verändern und sie an das Überleben anpassen können. Er brachte Beweise in Form von Beobachtungen auf den verschiedenen Galapagos-Inseln vor, wo selbst kleine Unterschiede im Lebensraum zur Entstehung einzigartiger Arten führten. Diese Idee löste nicht nur einen wissenschaftlichen, sondern auch einen kulturellen Schock aus und veränderte die Vorstellung vom Platz des Menschen in der Biosphäre. Darwins Ansatz der natürlichen Selektion wurde zur Grundlage der modernen Biologie und lieferte ein Instrument zur Erklärung evolutionärer Veränderungen, die zuvor ein Rätsel geblieben waren.
Dieser Prozess half Wissenschaftlern, verwandtschaftliche Beziehungen zwischen verschiedenen Arten zu identifizieren, einschließlich uns selbst. Die von Darwin durchgeführten Forschungen regen bis heute weitere Untersuchungen an und bilden die Grundlage für Genetik und Molekularbiologie. Der Einfluss von Darwins Arbeiten reicht über rein wissenschaftliche Kreise hinaus und dringt in die Philosophie, Religion und sogar die Politik vor. Seine Theorie hat zahlreiche Diskussionen und Kontroversen ausgelöst, die bis heute andauern. Während Wissenschaftler weiterhin daran arbeiten, die Evolution zu entschlüsseln und den Stammbaum des Lebens zu erstellen, versuchen andere, die tiefen Geheimnisse des Universums zu verstehen, die im Wesen von Raum und Zeit verborgen liegen. Das Rätsel von Zeit und Raum. Einsteins Relativitätstheorie. Wenn wir in die geheimnisvolle Natur von Zeit und Raum eintauchen, gelangen wir in eine Welt, die unser Verständnis des Universums durch den genialen Geist von Albert Einstein verändert hat. Im Jahr 1915 stellte er die revolutionäre Relativitätstheorie vor, die nicht nur unsere Sichtweisen veränderte, sondern auch das Fundament der Physik selbst auf den Kopf stellte. Die Theorie besagte, dass Raum und Zeit keine unabhängigen Größen sind, sondern ein einheitliches Kontinuum bilden, das sich unter dem Einfluss von Masse und Energie krümmen und verformen kann. Diese Entdeckung widersprach dem zuvor akzeptierten Newtonschen Konzept von absoluter Zeit und absolutem Raum. Einstein führte das Konzept der Gravitation als Krümmung der Raumzeit ein und erklärte damit, warum Planeten auf Umlaufbahnen um Sterne kreisen. Dieses Konzept wurde bestätigt, als im Jahr 1919 während einer Sonnenfinsternis nachgewiesen wurde, dass Licht tatsächlich abgelenkt wird, wenn es in der Nähe massiver Objekte vorbeizieht. Das bestätigte nicht nur Einsteins Theorie, sondern eröffnete auch neue Horizonte für die Astrophysik. Das Verständnis, dass die Raumzeit sich krümmen und ausdehnen kann, führte zu Vermutungen über die Existenz von schwarzen Löchern und einem expandierenden Universum. Diese Entdeckungen bestätigten nicht nur Einsteins Ideen, sondern bildeten auch die Grundlage für weitere Forschungen in der Astrophysik und Kosmologie. Tatsächlich ermöglichte die Relativitätstheorie zahlreiche praktische Anwendungen, zum Beispiel in globalen Navigationssystemen, bei denen die Effekte der Raumzeitkrümmung für eine präzise Positionsbestimmung berücksichtigt werden. Sogar die fantastischsten Ideen der Theorie, wie die Möglichkeit von Zeitreisen und die Existenz paralleler Universen, inspirieren weiterhin Forscher und fördern die Entwicklung neuer Theorien. Und während wir uns über die Kraft und Schönheit der Relativitätstheorie wundern, erwarten uns noch erstaunlichere Geheimnisse des Universums, die sich nach und nach vor den Augen der Wissenschaftler enthüllen. Das seltsame Universum, die Magie der dunklen Materie. Wenn wir über die Merkwürdigkeiten des Universums sprechen, ist die dunkle Materie wohl eines der rätselhaftesten Themen. Die Entdeckung, dass bis zu 85% der gesamten Masse des Universums nicht durch sichtbare Materie erklärt werden können, erschütterte die wissenschaftliche Gemeinschaft. Alles begann mit Beobachtungen von Galaxien in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Astronomen bemerkten, dass sich Sterne mit einer solchen Geschwindigkeit um die Zentren der Galaxien drehen, die sich allein durch die sichtbare Masse nicht erklären lässt. Das veranlasste die Wissenschaftler zu der Annahme, dass es eine unsichtbare Substanz gibt, die die Galaxien zusammenhält, die sogenannte dunkle Materie. Diese Hypothese erhielt im Laufe der Zeit neue Beweise durch die Erforschung der kosmischen Mikrowellen-Hintergrundstrahlung und der Verteilung der Galaxien im Universum. Obwohl die dunkle Materie nicht mit elektromagnetischen Kräften interagiert, beeinflusst sie aktiv die Gravitationsfelder und zeigt so ihre Anwesenheit. Diese Entdeckung löste in wissenschaftlichen Kreisen einen Sturm aus, da sie bedeutete, dass der Großteil des Universums aus einer Substanz besteht, über die wir fast nichts wissen. Und obwohl wir die dunkle Materie weder sehen noch berühren können, wird ihre Erforschung fortgesetzt. Experimente mit hohen Energien und in tiefen unterirdischen Laboratorien versuchen, auch nur den kleinsten Hinweis auf ihre Natur zu erfassen. Einige Wissenschaftler vermuten, dass es sich um eine neue Art von Elementarteilchen handeln könnte, die sich anders verhalten als alle bisher bekannten. Die Entdeckung und das Verständnis der dunklen Materie könnten unser Bild vom Universum grundlegend verändern. Denn nur ihre richtige Erklärung wird uns ein vollständiges Bild der kosmischen Evolution und der Struktur des Universums liefern. Trotz des Fehlens direkter Beweise bleibt der Traum, dieses Rätsel zu lösen, weiterhin aktuell. Wissenschaftler aus aller Welt, ausgestattet mit modernster Technologie, setzen ihre Forschungen fort, um eines der größten Geheimnisse der modernen Physik zu entschlüsseln. Und während wir über die unsichtbare Masse des Universums sprechen, zieht eine andere, noch gewaltigere Frage nach seinem Ursprung und dem Zusammenhang mit unserem eigenen Entstehen die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich.
Stimme aus der Vergangenheit, die Entschlüsselung des uralten Genoms. Wenn wir zu den erstaunlichen Errungenschaften der Wissenschaft übergehen, ist die Erforschung des alten Genoms zu einem echten Durchbruch geworden, der es ermöglicht, tief in die Vergangenheit der Menschheit zu blicken. Anfang des 21. Jahrhunderts konnten Wissenschaftler dank der Entwicklung der DNA-Sequenzierungstechnologien den genetischen Code uralter Menschen entschlüsseln und damit Licht darauf werfen, wie wir uns entwickelt haben und wie sich die Wege verschiedener Populationen kreuzten. Diese Arbeit begann mit der Entdeckung der DNA der Neandertaler, unserer längst ausgestorbenen Verwandten, und weitete sich rasch auf zahlreiche uralte Überreste auf der ganzen Welt aus. Eine der bedeutendsten Entdeckungen war die Erkenntnis, dass moderne Menschen einen Teil der Gene der Neandertaler besitzen, was auf eine Kreuzung zwischen den Arten hinweist. Dies hat nicht nur unser Verständnis der Evolution erweitert, sondern auch neue Fragen zum Verhalten und zur Anpassung früher Hominiden aufgeworfen. Der Einsatz von alter DNA hat breite Anwendung bei der Erforschung von Migrationen gefunden und trägt dazu bei, zu verstehen, wie frühe Menschen die Erde besiedelten und auf Klima- sowie Umweltveränderungen reagierten. Auch die Untersuchung des alten Genoms hat geholfen zu verstehen, wie sich bestimmte Merkmale entwickelten, wie zum Beispiel helle Haut oder die Fähigkeit, Laktose zu verdauen. Dies wurde durch die Analyse von Veränderungen in Genen möglich, die heute nicht mehr vorkommen. Darüber hinaus sind diese Entdeckungen von enormer Bedeutung für die Medizin, da das Studium der alten DNA Hinweise darauf geben kann, wie bestimmte Krankheiten entstanden und sich entwickelt haben. So ermöglichen die Forschungen am alten Genom nicht nur einen Blick in die Vergangenheit, sondern liefern auch Schlüssel zu einem tieferen Verständnis unserer biologischen Geschichte. Indem wir die Geheimnisse der Vergangenheit enthüllen, schreiten wir weiter voran und versuchen, ein weiteres Rätsel zu lösen, den Ursprung des Universums selbst und wie es geformt wurde. Der lebendige Planet, die Geheimnisse des menschlichen Mikrobioms. Die Entdeckung des menschlichen Mikrobioms wurde zu einer der faszinierendsten wissenschaftlichen Revolutionen der letzten Jahrzehnte. Noch vor wenigen Jahrzehnten ahnten wir nicht einmal, dass jeder menschliche Körper ein eigener Mikrokosmos ist, bevölkert von Billionen mikroskopisch kleiner Lebewesen. Mikroben, Viren und andere Organismen bilden komplexe Ökosysteme, die in und auf unserem Körper leben und einen enormen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden haben. Untersuchungen haben gezeigt, dass das Mikrobiom eine Schlüsselrolle bei Prozessen wie der Verdauung, der Immunantwort und sogar der Gehirnaktivität spielt. Mikroorganismen helfen, Nahrung zu zersetzen, produzieren Vitamine und schützen vor Krankheitserregern. Diese Entdeckung hat Wissenschaftler dazu veranlasst, zahlreiche Studien durchzuführen, um zu verstehen, wie Veränderungen im Mikrobiom mit verschiedenen Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes, Autoimmunerkrankungen und sogar Depressionen in Zusammenhang stehen könnten. Die gewonnenen Erkenntnisse haben die Medizin dazu angeregt, neue Ansätze zur Behandlung und Prävention von Krankheiten zu suchen. Probiotika und Präbiotika sind zu beliebten Mitteln geworden, um ein gesundes Mikrobiom zu unterstützen, und Forscher haben begonnen, Methoden zur Mikrobiota-Transplantation zu entwickeln, um dessen Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen. In naher Zukunft wird erwartet, dass die personalisierte Medizin den einzigartigen Mikrobiom jedes Menschen berücksichtigen kann und dadurch genauere und effektivere Behandlungsmethoden anbietet. Die Erforschung des Mikrobioms hat auch das Interesse von Wissenschaftlern geweckt, die die Wechselwirkungen des Menschen mit seiner Umwelt untersuchen. Diese kleinen Lebewesen beeinflussen unser Leben auf vielen Ebenen und das Verständnis ihrer Rolle kann unseren Ansatz für Gesundheit grundlegend verändern. Wenn wir in dieses faszinierende Thema eintauchen, beginnen wir zu erkennen, welch enorme Bedeutung das Gleichgewicht dieser unsichtbaren Begleiter in unserem Alltag hat. Und während wir uns die Grundlagen der Mikrobiologie aneignen, eröffnen sich uns immer faszinierendere Horizonte der Wissenschaft und Technologie, die unser Verständnis vom Leben und dem Universum verändern. Der kosmische Ursprung. Die Geschichte des Urknalls. Wie ist das Universum entstanden und warum sieht es genau so aus? Diese Fragen beschäftigen die Menschheit seit jeher, doch dank der Urknalltheorie sind wir der Antwort näher gekommen. Diese Hypothese besagt, dass das Universum vor etwa 14 Milliarden Jahren aus einem einzigen Punkt entstand, der unglaublich dicht und heiß war. Später begann es sich rasant auszudehnen. Diese Idee entstand aus den Beobachtungen des Astronomen Edwin Hubble im Jahr 1929, als er entdeckte, dass sich die Galaxien voneinander entfernen. Das war der erste Beweis für ein expandierendes Universum. Die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung, die Mitte des 20. Jahrhunderts entdeckt wurde, lieferte zusätzliche Beweise für diese Theorie. Diese Reststrahlung, die aus den ersten Minuten nach dem Urknall stammt, bestätigte die Hypothese des kosmischen Ursprungs und wurde zu einem wichtigen Element für die Entwicklung der modernen Kosmologie. Wissenschaftler gehen davon aus, dass gerade durch den Urknall die Grundlagen für die chemische Zusammensetzung des Universums gelegt wurden. Leichte Elemente wie Wasserstoff und Helium entstanden.
Die Urknalltheorie erklärt auch, warum das Universum heute so aussieht, wie wir es sehen, mit Galaxien, Sternen und Planeten, die sich aus einer ursprünglichen Gas- und Staubwolke gebildet haben. Moderne Forschungen wie die Beobachtung von Supernovae und die Verteilung der dunklen Materie bestätigen diese Theorie weiterhin. Außerdem hat sie viele ungelöste Fragen hinterlassen, wie zum Beispiel die Natur der dunklen Energie, die die Ausdehnung des Universums beschleunigt. Wissenschaftliche Entdeckungen der letzten Jahre in diesem Bereich haben es ermöglicht, Modelle zu formulieren, die die frühen Momente der Existenz des Universums beschreiben. Solche Modelle helfen Wissenschaftlern, die Bedingungen nachzubilden, die in den ersten Sekunden nach dem Urknall herrschten, was zu einem besseren Verständnis der Dynamik des Universums beiträgt. All dies eröffnet spannende Perspektiven für weitere Forschungen und lässt auf die Entschlüsselung der größten Geheimnisse des Kosmos hoffen. Reise zum Mittelpunkt der Erde, Erforschung des Erdkerns, das Eintauchen in die Tiefen unseres Planeten und die Erforschung des Erdkerns stellen eine der faszinierendsten wissenschaftlichen Aufgaben dar. Obwohl die Menschheit niemals physisch das Zentrum der Erde erreichen kann, haben Wissenschaftler zahlreiche Methoden entwickelt, um ihre innere Struktur zu erforschen. Das wichtigste Instrument dafür sind seismische Wellen. Sie entstehen bei Erdbeben und breiten sich durch den gesamten Planeten aus, wobei sie ihre Geschwindigkeit und Richtung ändern, wenn sie verschiedene Materialien des Kerns durchqueren. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ist bekannt, dass die Erde aus mehreren Schichten besteht, der Kruste, dem Mantel und dem Kern, die wiederum in einen äußeren und einen inneren Teil unterteilt sind. Das äußere Kern besteht laut Forschung aus flüssigem Eisen und Nickel, das das starke Magnetfeld unseres Planeten erzeugt, während das innere Kern eine feste Masse ist, die hauptsächlich aus denselben Elementen besteht. Diese Entdeckung wurde durch die Analyse seismischer Daten möglich und ermöglichte es zu verstehen, wie das Magnetfeld die Erde vor den schädlichen Auswirkungen des Sonnenwinds und der kosmischen Strahlung schützt. Dank dieser wissenschaftlichen Durchbrüche haben wir erkannt, wie wichtig die innere Struktur der Erde für die Erhaltung des Lebens ist. Das vom Erdkern erzeugte Magnetfeld schützt nicht nur die Atmosphäre vor Zerstörung, sondern spielt auch eine Schlüsselrolle bei der Migration von Tieren und kann die klimatischen Bedingungen beeinflussen. Moderne Forschungen mit Hilfe von Supercomputern und Laborexperimenten unter hohen Drücken und Temperaturen werfen weiterhin Licht auf die chemische Zusammensetzung und das physikalische Verhalten dieser Schichten. Diese Entdeckungen haben auch praktische Bedeutung und tragen zur Entwicklung neuer Technologien und Materialien bei. Das Verständnis der inneren Dynamik der Erde kann dazu führen, seismische Aktivitäten und Vulkanausbrüche vorherzusagen, was für Länder in seismisch aktiven Regionen von entscheidender Bedeutung ist. Die Erforschung des Erdkerns ist nicht nur die Untersuchung der tiefen Schichten unseres Planeten, sondern auch der Schlüssel zum Verständnis, wie unsere Erde bewohnbar bleibt. Im nächsten Kapitel erfahren wir, wie eine weitere erstaunliche Entdeckung neue Perspektiven für die Zukunft von Wissenschaft und Technologie eröffnet. Neuer Atem für die Wissenschaft, das Potenzial der Gentechnik. So sind wir zu einem der revolutionärsten Themen der Gegenwart gelangt, der Gentechnik. Dieses Wissenschaftsgebiet bietet nicht nur die Erforschung des genetischen Codes, sondern auch dessen aktive Umgestaltung. Mit Hilfe von Gene-Editing-Technologien wie CRISPR-Cas9 können Wissenschaftler die DNA eines Organismus verändern und präzise Korrekturen vornehmen. Diese Methode ermöglicht es nicht nur, genetische Krankheiten auszurotten, sondern auch Verbesserungen in Organismen vorzunehmen, indem ihre Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten erhöht oder bestimmte Eigenschaften verändert werden. Die Möglichkeiten der Gentechnik werden bereits in der Praxis umgesetzt. Forscher arbeiten an der Entwicklung von Nutzpflanzen, die in extremen Bedingungen überleben können, was das Problem des weltweiten Hungers lösen könnte. In der Medizin eröffnet diese Technologie neue Wege zur Behandlung von Erbkrankheiten wie Mukoviszidose oder Muskeldystrophie und könnte sogar eine Lösung im Kampf gegen Krebs bieten. In China wurden bereits Experimente zur Bearbeitung menschlicher Embryonen durchgeführt, um Erbkrankheiten zu beseitigen, was die Aufmerksamkeit der weltweiten Wissenschaftsgemeinschaft auf sich gezogen hat. Doch mit den Möglichkeiten kommen auch ethische Fragen auf. Das Eingreifen in das menschliche Genom wirft Fragen zu den Folgen solcher Veränderungen auf, einschließlich möglicher langfristiger Auswirkungen auf den Genpool. Trotzdem bleibt das Potenzial der Gentechnik unglaublich verlockend. Sie verspricht, nicht nur die Medizin, sondern auch unser tägliches Leben radikal zu verändern, indem sie neue Werkzeuge zur Verbesserung der Lebensqualität bereitstellt. Diese Errungenschaften inspirieren Wissenschaftler weiterhin dazu, neue Horizonte zu erforschen, was unsere Zukunft für immer verändern könnte.